Hallo allerseits, ich bin heute auf der Messe Free in München und bin hier gerade auf dem Stand der Firma Karmann Mobil und schaue mir hier neue Wohnmobile an, die Karmann hier vorgestellt hat. Eines der Highlights wird mir hier jetzt Tino Eckert, der Markenbotschafter der Firma Karmann, vorstellen. Und das ist jetzt hier, stehen wir momentan vor dem bisherigen Modell, das ist ein Dexter 560. Ja, richtig. Das ist jetzt der aktuelle 560er Grundriss mit Querbetten im Heckbereich, vorne einer Sitzgruppe mit insgesamt 5 Sitzplätzen sogar und 4 Gurten. Und das ist auch ein Modell, was es jetzt schon seit 2 Jahren bei Karmann gibt. Und die Höhe von diesem Fahrzeug? Die Höhe liegt bei 2,79 Meter, damit noch relativ alltagstauglich, Gesamtlänge bei 5,98 Meter. Und das war das bisherige Modell. Und warum hat man gesagt, man bringt ein neues Modell? Dexter 570, glaube ich, heißt der. Genau, das ist der Dexter 570. Der steht gleich nebenan, da gehen wir gleich noch rüber. Dort haben wir auf dem gleichen Basisfahrzeug einen anderen Grundriss realisiert, haben dort Längsbretten untergebracht, um auch die größeren Nutzer dort greifen zu können. Und das längere Bett der Beine geht sogar bis auf 1,97 Meter. Und zwangsläufig wird damit natürlich von der Sitzbereich kleiner, weil wir die gleiche Fahrzeuggröße haben. Und der 570er Grundriss ist somit nur noch ein reiner Zweisitzer. Gut, das heißt aber dann, der Vorteil, wenn jemand wirklich groß gewachsen ist, 1,95 Meter groß, hat er noch Platz. Ja, und in dem Falle könnte er gar nicht. Dann schauen wir uns doch den neuen jetzt mal an. Natürlich. Das ist also der Dexter 570 mit einer Länge von 5,98 Meter. Genau. Auf Ford-Basis. Ebenso 5,98 Meter, auch auf Ford-Basis. Das gleiche Basisfahrzeug wie bei dem 560er. Hier sind es dann halt 2 Betten im Heckbereich, die längs angeordnet sind und damit einfach mehr Platz auch für die größeren Leute geben. Die Stehhöhe im Fahrzeug ist mit knapp 2 Metern auf jeden Fall schon da bei beiden Fahrzeugen. Aber der Schlafbereich ist nun auf jeden Fall um einiges größer und beziehungsweise auch länger. Gut, dann fangen wir mit dem Heckbereich an. Na klar. Also hier haben wir jetzt den Heckbereich von der Hecktüre aus, von der Flügeltüre aus gesehen. Man sieht die Stehhöhe. Wie groß sind Sie? Ich bin selbst 1,87 und hier ist auf jeden Fall noch Luft drüber in der Handbreite, gar kein Problem. Auch größere Menschen können hier noch wunderbar anstehen. Und dann haben wir hier jetzt 2 Betten, die man runterklappen kann. Das ist jetzt das lange mit 1,97 Meter. Das wäre der lange Bereich. Das andere Bett auf der anderen Seite ist etwas kürzer. Das unterscheidet sich jedoch allerdings nur wenige Zentimeter, vielleicht eine Handbreit. Und dann habe ich hier auf jeden Fall die ganze Fahrzeugbreite zur Verfügung und kann mit 2 langen Leuten auch drin schlafen. Und der Stauraum ist hier noch für eine Gasflasche, haben Sie mir vorhin schon erzählt. Genau, oder für 2. Dort ist der Platz für 2x5 Kilo Gasflaschen, womit ich dann kochen kann. Die Heizung ist hier über eine reine Dieselheizung realisiert, eine Thoma Kombi 6, die auch gleichzeitig ein 10 Liter Warmwasserboiler ist, womit ich dann fließend Warmwasser in der Küche und auch im Bad habe. Die schauen wir uns auch gleich an. So, jetzt sind wir innen und jetzt sind die Betten inzwischen schon wieder hochgeklappt und dann können wir uns die Heizung hier mal anschauen. Die Heizung liegt hier unter dem Bett mit drunter, relativ groß, dafür hat die halt auch viele Funktionen. Ist grundsätzlich eine Dieselheizung mit der Möglichkeit auch eine Heizpatrone, eine elektrische noch mit dort zuzuordern, dass ich das Fahrzeug im Stehbetrieb, zum Beispiel auf einem Campingplatz, auch elektrisch beheizen kann. Gut, dann gehen wir hier weiter vor, dann sehen wir hier einerseits mal die Kochecke, die Kochzeile mit 2 Gasflammen. Mit einem Arbeitstisch, den man runterklappt, und mit einem Waschbecken. Oben natürlich die Stauräume wie üblich. Was ist dann hier noch nebendran? Das ist hier eine Elektrizahn zum Klimatisieren wahrscheinlich. Genau. Hier links habe ich die Elektrozentrale, wo ich diverse Dinge schalten kann, wie Beleuchtung, die Wasserpumpe, kann meine Füllstände sehen von dem Wasser, kann auch die Batteriespannung mir anschauen. Hier rechts daneben habe ich das Bedienpanel für die Heizung, wo ich die Heizung programmieren kann, auch sogar mit einer Nachtabsenkung, und die Heizung ist Dauerlauf geeignet. Das heißt, auch für den Winterbetrieb ist das Fahrzeug somit geeignet. Dann der Nassbereich, Sanitärbereich, da haben wir hier eine kombinierte Toilette und dann auch eine Duschtrennwand, damit der Toilettenbereich nicht nass wird, und das Ganze mit einer Schiebetür realisiert. Ist natürlich alles ein bisschen eng, aber das Fahrzeug ist ja auch nur 5,98 Meter lang und insofern ist es erstaunlich, dass man da doch einiges unterbringen kann. Jetzt aber noch die Frage,
wo sitze ich denn jetzt hier eigentlich, Ja. wenn ich hier mit 2 Personen unterwegs bin? Und momentan bin ich jetzt hier mal reingegangen und sehe hier eigentlich, und jetzt gehe ich wieder raus, sehe hier eigentlich keinen Sitzplatz. Ich sehe hier nur die beiden Fahrer-Beifahrersitze und hier den Durchgang zur Küche. Aber wie sitzt man? Ja, der Sitzbereich ist natürlich wesentlich kleiner ausgefallen als in dem anderen Fahrzeug. Ich nutze die Vordersitze, weil das halt nur noch ein reiner Zweisitzer ist. Die drehe ich dann natürlich um, sind beides Drehsitze. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier den Tisch aufzubauen. Den hänge ich hier ein, nehme hier die Leisten noch raus. Dann kann ich das noch umklappen. Dann habe ich auch einen Sitzbereich und einen schönen großen Tisch noch für 2 Personen. Gut, und einer kann hier dann auch noch vorbeigehen, der zweite wahrscheinlich auch. Ein bisschen Durchgang bleibt noch, ist natürlich ein bisschen eng. Aber irgendwo muss man wahrscheinlich immer einen Kompromiss finden. Hier musste man den Kompromiss wahrscheinlich eingehen, um eben jemanden, der länger als 1,90 Meter ist, im Fahrzeug unterbringen zu können. Der Tisch ist auch für außen geeignet. Ich nehme den jetzt einfach mal mit. Das heißt, wenn ich mal bei schönem Wetter draußen frühstücken will, habe ich dann hier auch gute Gelegenheiten, das zu machen. Genau. Hier ist dann genau die gleiche Möglichkeit, den Tisch auch außen zu nutzen. Ich muss zusätzlich keinen weiter mitnehmen. Habe quasi einen Außentisch mit dabei. Den kann ich hier auch in der Seite noch verschieben, sodass ich auch Platz habe für 2 Leute und trotzdem noch rein und rausgehen kann. Gut, der Dexter 570, ab wann ist der lieferbar? Der Dexter 570 wird ab Ende März ausgeliefert bei den ersten Händlern. Dort sind die ersten Bestellungen dann soweit, dass er dann auch sofort verfügbar wäre. Ansonsten wäre es auch die Möglichkeit, selbst einen zu konfigurieren, zu bestellen. Dort sind die Lieferzeiten dann aber schon zum Jahresende langsam. Und der ist wie stark serienmäßig motorisiert? Serienmäßig haben die Fahrzeuge einen 2 Liter Dieselmotor drin mit 130 PS. Und die Möglichkeit mit 170 PS als Aufpreisoption ist natürlich auch möglich. Und generell serienmäßig 4x4, also Allradantrieb? Bei den 570er ist derzeit Allrad serienmäßig mit dabei. Bei dem 560er wäre noch die Möglichkeit, das Allrad wegzulassen. Die Option sollte beim 570er demnächst hoffentlich auch noch dazu kommen, dass einfach Sie als Kunde genauso variieren können. Mit 5,98 Meter Länge ist aber dann wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so leicht. Wie ist denn das mit dem Führerschein eigentlich? Welchen Führerschein muss ich haben, um ihn fahren zu dürfen? Ja, den ganz normalen Führerschein für normal Pkw. Wir bleiben hier in der 3,5 Tonnen Klasse. Und da brauche ich halt den normalen Pkw-Führerschein und kann das Fahrzeug da weiterhin bewegen. Das heißt, das ist der Kompromiss auch, wenn ich länger gewachsen bin, wenn ich den fahren will mit einem normalen Pkw-Führerschein, dann habe ich hier die Möglichkeit, dass es dann hier tatsächlich funktioniert. Genau, richtig. Jetzt noch die Frage, die wahrscheinlich viele auch interessiert. Was kostet der denn in der Basisversion, so wie er da steht? Ja, das ist eigentlich das Highlight des Ganzen. Das Fahrzeug mit Allrad, egal ob der 560er oder 570er Grundriss, startet mit der Grundausstattung bei knapp unter 53.000 Euro. Was heißt dann Grundausstattung? Betten sind natürlich dann schon drin. Ja, natürlich. Kochplatz auch wahrscheinlich. Grundausstattung heißt, ich kann sofort losfahren mit dem Fahrzeug. Ich muss nur noch Wasser auffüllen, vielleicht noch eine Gasflasche reinstellen, wenn ich kochen will damit. Ansonsten ist das Fahrzeug grundsätzlich so ausgestattet, dass ich damit sofort campen fahren kann. Gut, und wie viel, jetzt noch eine zweite Frage vom Spritverbrauch. Wie viel Diesel braucht man denn? Normal, ich weiß, die Datenblätter, auf die setze ich jetzt gar nichts. Aber Sie haben mir vorhin schon erzählt, Sie fahren momentan schon seit einem Jahr sehr viel mit dem Wohnmobil, leben fast im Wohnmobil und sind hier wirklich mit einem vergleichbaren Fahrzeug, ich glaube vom letzten Jahr, seit einem Jahr unterwegs. Und Sie können mir dann vielleicht mal die richtigen Werte verraten. Na klar. Also ich habe den 560er von 2018 seit einem knappen Jahr mittlerweile. Ich wohne auch wirklich sogar da drin. Und das Fahrzeug habe ich mit der Serienausstattung, die Serienreifen, bei knapp unter 12 Litern bewegt, als realistischer Wert für einen normalen Fahrbetrieb. Das heißt, haben Sie ausgestattet, haben Sie jetzt irgendwie umgerüstet? Ja, genau. Das Schöne an dem Allrad ist natürlich, es bringt mich im Gelände weiter. Aber der nächste Punkt im Gelände ist natürlich die Unebenheit. Bei mir am Fahrzeug ist noch eine Höherlegung verbaut, zusätzlich noch Geländereifen. Das Ganze geht dann natürlich auch nochmal in den Spritverbrauch rein. Und aktuell bin ich bei meinem Fahrzeug bei etwa 13 Litern. Gut, dann bedanke ich mich für die Vorstellung
das Dexter 570, das ist der neue mit 2 Längsbetten von Karmann Mobil. Und es hat mir Spaß gemacht, das hier anzuschauen und ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf der Messe. Dankeschön.